Gedanken über Religion von George John Romanes. Die religiöse Entwicklung eines Naturforschers vom Atheismus zum Christentum. Autorisierte Übersetzung nach der 7. Auflage des englischen Originals. Von Dr. Phil E. Dennert. Göttingen. Wandenhöck und Ruprecht. 1899. Vorwort des Übersetzers. In dem Verhältnis der Naturforscher zur Religion ist in den letzten Jahrzehnten eine merkwürdige Wendung vor sich gegangen. Bekanntlich herrschte in den 50er und 60er Jahren eine krass materialistische Strömung, welche in Deutschland von Männern wie Vogt und Moleschott angebahnt war. Die namhaften Naturforscher blieben jedoch von ihr unberührt, sie hatten fast alle eine religions- und christentumsfreundliche Stellung. Als aber in den 70er Jahren die Lehre Darwins mehr und mehr Eingang fand und Haeckel seinen Monismus predigte, änderte sich das Verhältnis und die Stellung der in den beiden folgenden Jahrzehnten, wie auch noch in dem laufenden maßgebenden Naturforscher zur Religion wurde eine zumindest gleichgültige. Die Naturwissenschaft und die Induktivi-Methode steht bei den meisten dieser Männer so sehr im Mittelpunkt des Denkens und des Lebens, dass alles andere, was sonst ein Menschenleben erfüllt und ausmacht, bei ihnen weit zurücktritt. Wenn manche dieser Forscher nach ihrem religiösen Standpunkt gefragt werden, so erklären sie sich für Agnostiker, sie wissen nichts von religiösen Fragen oder überhaupt von Fragen, die jenseits des naturwissenschaftlichen Gebiets auftauchen. Dieses Wort wurde jedoch von vielen in dem Sinn gebraucht, dass man jenseits der natürlichen Kausalität überhaupt nichts wissen, keine Gewissheit je erlangen könne. Eine große Reihe von Naturforschern stand, wenn sie nicht geradezu glaubensfeindlich waren, vor 10 bis 20 Jahren so. Zu erklären ist diese Erscheinung sicherlich durch den Einfluss der gewaltigen Entwicklung der Naturwissenschaft überhaupt und des Darwinismus im Speziellen. Es gab viele, denen erschien alles Erforschte als unantastbare Wahrheit, und die Zeit schien ihnen nicht fern, in der die ganze Natur, auch alles Leben und Werden, für den Forscher völlig klar und durchsichtig sein würde. Bei solchen Gedanken musste eine Verkennung des Wertes der naturwissenschaftlichen Methode nur zu nahe liegen. Sie erschien daher vielen als der einzig mögliche Weg zur Erkenntnis der Wahrheit. Allein es ist dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen, das kann man auch auf diesem Gebiete sagen. Allmählich trat vor allem in Bezug auf den Darwinismus eine Ernüchterung ein, im eigenen Lager wurde an dem vermeintlich unzerstörbaren Bollwerk gerüttelt, und da seine Festigkeit eine eingebildete war, so konnte nicht ausbleiben, dass es umso schneller fiel bzw. fällt. Dieser Zerbröckelungsprozess setzt sich noch weiter fort, aber es ist nicht anzunehmen, dass abgesehen von einigen Alten, die sich noch um Haeckel und Weismann scharen, echte Darwinianer ihren Einzug in das neue Jahrhundert halten werden. Das ist aber nicht ohne Einfluss auf die philosophischen und religiösen Anschauungen der Naturforscher geblieben. Zwar wird sich das alte Verhältnis, das heißt ein Überwiegen der religiös und christlich gerichteten Forscher, so schnell noch nicht wiederherstellen. Kommen wird es ganz sicher wieder, aber eine Anbahnung ist schon heute gar nicht zu verkennen. Diese äußert sich zunächst in einer viel freundlicheren Stellung zu religiösen Fragen und vor allem in der Anerkennung, dass Religion und Naturwissenschaft zwei getrennte Gebiete sind, die miteinander nur wenig zu tun haben. Aus dieser Erkenntnis wird sich dann sicherlich mehr und mehr die andere entwickeln, dass man bei allem naturwissenschaftlichen Wissen auch einen persönlichen religiösen Glauben besitzen kann, weil die Quellen der wissenschaftlichen und religiösen Erkenntnisse ganz verschieden sind. Der Agnostizismus, wie ich ihn oben gekennzeichnet habe, erhält unter diesem Einfluss ein ganz anderes Gesicht. Allerdings sagt er sehr richtig auch jetzt noch, dass man mit naturwissenschaftlichem Wissen und naturwissenschaftlicher Methode auf religiösem Gebiet nichts ausrichten, nichts erkennen kann. Allein er fügt nun hinzu, vielleicht kann man es auf anderem Wege, und dieser Möglichkeit steht er ganz unparteiisch gegenüber. Zu den Männern, welche die letztgenannte Art von Agnostizismus vertraten, gehört vor allem Romanes. Der englische Biologe, er ist am 26. Mai 1848 zu Kingston in Kanada geboren, war ein Freund Darwins, der ihm eine Reihe von unveröffentlichten Manuskripten hinterließ, von denen Romanes einige veröffentlichte.
Romanes selbst schrieb ein Werk über physiologische Zuchtwahl, eines über tierische Intelligenz, vor und nach Darwin, eine Prüfung der Lehre Weismanns und anderes mehr. Er starb schon am 23. Mai 1894. Romanes zeigt an sich selbst die eigentümliche Entwicklung, welche das Verhältnis der Naturforschung zur Religion in den letzten Jahrzehnten genommen hat. Von Haus aus dem Glauben zugewiesen, wurde er durch die darwinsche Strömung allgemach zu vollem Skeptizismus und Unglauben getrieben, aus dem er sich jedoch wieder emporarbeitete, so dass er sogar als ein gläubiger Christ gestorben ist. Diese religiöse Entwicklung spiegelt sich nun auch in seinen religionsphilosophischen Schriften wider. Alle eben genannten Stufen finden sich in letzteren, und es ist daher im höchsten Grade interessant, sie zu vergleichen und die stufenweise Rückkehr des Verfassers zum Glauben zu verfolgen. Die letzte dieser Schriften zu vollenden und zu veröffentlichen ist dem Entschlafenen leider nicht vergönnt gewesen. Nach seinem Tode aber hat sein Freund Charles Gore, Kanonikus an Westminster, in liebevollster Weise die Herausgabe dieser Schrift, sowie der anderen, die einen Einblick in das innere Leben des Verfassers gestatten, besorgt. Diese Aufsätze sind vor 3 Jahren unter dem Titel Thoughts on Religion erschienen und haben innerhalb 2 Jahre in England 7 Auflagen erlebt. Das Buch verdient es im höchsten Grade, auch in Deutschland bekannt zu werden, um auch bei uns in ähnlicher Weise wie die Werke des auch leider zu früh entschlafenen Drummond ein Zeuge dafür zu sein, dass Glaube und Wissen keine Gegensätze sind. Der Unterzeichnete hat, nachdem er das Buch kennenlernte, die deutsche Ausgabe umso lieber übernommen, als der Inhalt dieses Buches in derselben Richtung liegt wie manche seiner eigenen Schriften, und er übergibt seine Bearbeitung nunmehr der Öffentlichkeit mit dem Wunsche, dass sie bei seinen naturwissenschaftlichen Fachgenossen ebenso wie bei anderen zum weiteren Nachdenken anregen möchte. Wie die Übersetzung nicht immer leicht gewesen ist, so wird es auch die Lektüre nicht immer sein. Dieselbe fordert an manchen Stellen Aufmerksamkeit und Nachdenken, wird aber auch den Leser, der beides nicht scheut, ganz gewiss reichlich belohnen. Die letzten Abschnitte sind Fragmente, die leider unvollendet blieben. Der Verfasser ist eben mitten in der Arbeit an dem Buch und mit ihm an seinem religiösen Glauben abberufen worden. Niemand wird anders können als mit Canon Gore voller Wehmut bedauern, dass es nur Fragmente sind. Aber der Übersetzer ist auch überzeugt, niemand wird dieses Buch aus der Hand legen, ohne ein Gefühl der Verehrung für den edlen Mann, dessen unbeugsames, unbefangenes, reines und selbstloses Streben nach Wahrheit in ihm so lebhaft und schön zum Ausdruck kommt. Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle noch dem englischen Herausgeber Canon C.H. Gore an Westminster für sein lebhaftes Interesse an der Übersetzung aussprechen. Dasselbe zeigte sich auch darin, dass er eine Korrektur des Druckes gelesen hat. Rüngsdorf Gottesberg. Dr. Phil E. Dennett. Einleitung des Übersetzers. Romanes hat mit 25 Jahren 1873 eine Abhandlung geschrieben, in der er das Verhältnis des Gebets zur Unabänderlichkeit der Naturgesetze erörtert. Hier zeigt er einen ganz theistischen Standpunkt. Ja, er ist damals sogar noch Anhänger des christlichen Offenbarungsglaubens, den er mit der Unabänderlichkeit der Naturgesetze zu versöhnen sucht. Bald nach jener Zeit jedoch muss er sich innerlich merkwürdig schnell geändert haben, wie das seine anonym im Jahr 1878 veröffentlichte unbefangene Prüfung des Theismus zeigt. Hier untersucht er mit großer Gewissenhaftigkeit und Schärfe die Frage nach dem Dasein Gottes. Sein Gedankengang ist ungefähr folgender: Der Theismus erklärt die Welt nicht besser als der Atheismus. Dass unser Herz einen Gott fordern soll, ist ganz subjektiv und beweist obendrein auch nicht, dass ein Gott existiert, jedenfalls nicht für die, deren Herz einen Gott nicht fordert. Dass die Menschheit in dem Glauben an einen Gott übereinstimmt, ist nicht der Fall. Dass die Welt eine erste Ursache haben müsse, logisch nicht haltbar. Ebenso wenig lässt sich beweisen, dass alle Kausalität einem Willen entspringen müsse. Auch der Gedanke, dass unser Geist auf einen anderen Geist als Ursache hinweise, ist, hierbei offenbart sich der Einfluss des damaligen naturwissenschaftlichen Materialismus auf Romanes, zurückzuweisen, ebenso die aus vermeintlicher Willensfreiheit und sittlichem Bewusstsein abgeleiteten Argumente. Jene existiert nicht, dieses ist das Ergebnis einer natürlichen Entwicklung nach Darwin.
Die Wichtigkeit des aus dem Zweck gefolgerten Beweises für das Dasein Gottes ist anzuerkennen, trotzdem ist er nicht stichhaltig. Auch die wundervolle Schönheit und Harmonie des Weltalls lässt sich mit Notwendigkeit aus der Erhaltung des Stoffes und seinen Eigenschaften ableiten. So brechen also alle Beweise für das Dasein Gottes scheinbar hoffnungslos zusammen. Ist der Satz, dass zur Erklärung der Welt eine intelligente Ursache nötig sei, nun nicht aber doch nur ein solcher, der höchstens Wahrscheinlichkeit, nicht aber Gewissheit beansprucht? Kann höhere Erkenntnis ihn am Ende nicht ganz umstoßen? Ja, es ist möglich, dass die Wahrscheinlichkeit, die Natur sei ohne Gott, vom naturwissenschaftlichen Standpunkt aus sehr groß, vom logischen aus aber ganz wertlos ist. Jene Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich keine absolute, und das umso weniger, als es in dem Zusammenwirken der Naturgesetze doch noch einen unerklärbaren Rest gibt, nämlich die kosmische Harmonie. Diese Abänderung der Zweckmäßigkeitslehre nennt Romanes metaphysische Teleologie, ihre Grundlage liegt jenseits der Naturwissenschaft und ist der letzteren ganz unzugänglich. Nun fragt es sich aber noch, ob diese Grundlage sonst ganz einwandfrei ist, ob also die metaphysische Teleologie die Harmonie des Weltalls begreiflicher macht als der Atheismus. Romanes kommt in seiner Untersuchung zu dem Resultat, dass keine von beiden Erklärungen vor der anderen etwas voraus habe. Man wird über die Annahme der einen oder der anderen Erklärung nach seiner sonstigen Gewohnheit zu denken entscheiden müssen. Gewissheit lässt sich darüber nicht erlangen. Romanes selbst kommt hier zu einer völligen Verneinung Gottes, allein mit ergreifenden Worten. I7 bekennt er, dass damit das Weltall für ihn die liebenswerte Seele verloren habe. Zweierlei fällt in dieser Abhandlung besonders auf: der Glaube an das ausschließliche Recht der naturwissenschaftlichen Methode und der Ton der Gewissheit. Beides hat sich nachher bei Romanes sehr geändert. Er hat sich von jener Zeit an wieder mehr und mehr von dem schroffen Skeptizismus abgewendet. Es ist bezeichnend, dass er schon 1885 in der Schrift Geist und Bewegung eine strenge Kritik der materialistischen Ansicht vom Geist liefert und einem pantheistischen oder auch schon theistischen Monismus zuneigt. 3 Jahre darauf schrieb Romanes einige bisher nicht veröffentlichte Artikel über den Einfluss der Naturwissenschaft auf die Religion. 2 von diesen bilden den zweiten Hauptabschnitt dieses Buches. Sie enthalten eine Kritik jener anonymen, unbefangenen Prüfung des Theismus, haben aber noch einen ganz skeptischen Schluss. Nach diesen Vorbemerkungen wird ihr Inhalt keine Schwierigkeiten machen. Einleitung des Herausgebers Charles Gore und Bericht über frühere Arbeiten des Verfassers. George John Romanes, der heimgegangene Verfasser von Darwin und nach Darwin, sowie von Prüfung der Weismannschen Lehre, nahm in den letzten Jahrzehnten eine hervorragende Stellung in der Biologie ein. Aber er beschäftigte sich auch unaufhörlich und je länger desto mehr mit den Problemen der Metaphysik und Theologie. Bei seinem im Frühsommer dieses Jahres 1894 erfolgten Tode hinterließ er unter seinen Papieren einige Notizen, welche zumeist im vorhergehenden Winter geschrieben und für ein Werk über die Grundfragen der Religion bestimmt waren. Er hatte angeordnet, dass diese Aufzeichnungen mir gegeben werden sollten, damit ich mit ihnen nach meinem Dafürhalten verführe. Nach seinem Tode wurden sie mir demgemäß zugleich mit einigen noch nicht veröffentlichten Abhandlungen, von denen 2 den ersten Teil dieses Buches bilden, eingehändigt. Nachdem ich die Notizen gelesen und das für mich maßgebende Urteil anderer über sie gehört habe, trage ich kein Bedenken, ihren bei weitem größeren Teil zu veröffentlichen, und zwar mit dem Namen des Autors, obwohl das Buch ursprünglich anonym erscheinen sollte. Nach dem wenigen, was mir George Romanes selbst darüber gesagt hat, zweifle ich keinen Augenblick, dass er damit einverstanden sein würde, wenn die Veröffentlichung nach seinem Tode unter seinem Namen geschieht. Ich sagte, dass ich nach der Lektüre dieser Notizen nicht daran zweifelte, dass sie veröffentlicht werden sollten. Sie verdienen es wegen ihres inneren Wertes und auch deshalb, weil sie die religiöse Denkweise eines Naturforschers beleuchten, der im hohen Grade begabt, vielseitig gebildet und in seltenem Maße unparteiisch und offenherzig war. Von allen diesen Eigenschaften legen die Notizen, die ich hier mit der Öffentlichkeit übergebe, unzweifelhaft Zeugnis ab. Nach größeren Bedenken entschloss ich mich, auch die anderen schon erwähnten, bisher noch ungedruckten Abhandlungen zu veröffentlichen.
Da dieselben einen früheren Standpunkt als jene Aufzeichnungen vertreten, so setze ich sie natürlich an erste Stelle. Die Abhandlungen und die Notizen offenbaren aber beide die Entwicklung eines Geistes vom Unglauben zum Glauben an die christliche Offenbarung. Sie zeigen das Streben eines Mannes, der Gott sucht, ob er doch ihn fühlen und finden möchte, nicht den Standpunkt fest begründeter christlicher Überzeugung. Selbst die Notizen enthalten in der Zed noch manches, was ein im Glauben feststehender Mensch nicht aussprechen könnte. Bei dieser Sachlage muss ich natürlich ein Wort darüber sagen, wie ich mein Amt als Herausgeber verstanden habe. Ich habe die Frage, ob ich diese oder jene Notiz veröffentlichen sollte, lediglich danach entschieden, ob sie hinreichend bearbeitet war, um verständlich zu sein, und habe streng jede Frage nach meiner eigenen Übereinstimmung oder Nichtübereinstimmung ausgeschlossen. Besonders bei einer Notiz wäre es mir unklar gewesen, ob ich sie hätte veröffentlichen sollen, hätte meine bestimmte Abweichung von ihrem Inhalt mich nicht fürchten lassen, dass nur Vorurteile mich geneigt machten, sie dem Leser vorzuenthalten. Die Notizen samt den vorhergehenden Abhandlungen sind, denke ich, besser zu verstehen, wenn ich einige erläuternde Bemerkungen über ihre Vorläufer, das heißt über Romanes frühere die religiösen Fragen betreffenden Schriften voranschicke. Im Jahre 1873 erhielt George Romanes aufgrund einer Abhandlung den Burney-Preis in Cambridge. Der Gegenstand dieser Abhandlung war das christliche Gebet in Beziehung zu dem Glauben, dass der Allmächtige die Welt nach feststehenden Naturgesetzen regiert. Sie wurde 1874 mit einem Anhang über die physische Kraft des Gebets veröffentlicht. In dieser Abhandlung, die Romanes mit 25 Jahren geschrieben hat, zeigten sich schon die charakteristischen Eigenschaften seines Geistes und Stils. Da offenbarte sich schon die Liebe zur Wissenschaft, wie man es ja von einem Naturforscher erwarten kann. Da finden wir die logische Schärfe und die Vorliebe für exakte Definitionen, auch die natürliche Frömmigkeit und die Wertschätzung des christlichen Gebets, welche spätere Reflexionen im Grunde doch niemals ausrotten konnten. Auch dieser Aufsatz zeugt schon von hervorragender Befähigung. Einerseits wird zum Zweck der Beweisführung das Dasein eines persönlichen Gottes angenommen, desgleichen die Gewissheit der christlichen Offenbarung, die uns ein Recht zusichert, wenn auch bedingungsweise und in gewissen Grenzen, doch wirkliche Antworten auf Gebete um irdische Güter zu erwarten. Andererseits wird der Glaube als selbstverständlich angenommen, dass allgemeine Naturgesetze das der Beobachtung zugängliche Gebiet der Natur beherrschen. Dann wird die Frage erörtert, wie lässt sich die physische Wirksamkeit des Gebets, welche der Christ aufgrund der Offenbarung annimmt, mit der wissenschaftlich erkannten Tatsache vereinbaren, dass Gott die Welt durch feststehende Naturgesetze regiert? Die Antwort sucht er hauptsächlich dadurch zu geben, dass er die enge Begrenzung jenes Gebiets mit Nachdruck hervorhebt, innerhalb welcher wissenschaftliche Forschung angestellt und wissenschaftliche Erkenntnis erlangt werden kann. Es können besondere göttliche Antworten auf Gebete selbst im Gebiet der Natur vorkommen, ja es können sogar als Antwort auf Gebete Naturkräfte in Erscheinung treten, aber dennoch brauchen sie nicht Phänomene hervorzubringen, welche die Naturwissenschaft beachten und als wunderbar und die gewöhnliche Ordnung der Dinge durchbrechend ansehen müsste. An einer Stelle kommen die Notizen auf diese Abhandlung zurück, und häufiger, wie wir darauf aufmerksam machen werden, wiederholen sich Gedanken, die schon in jener früheren Abhandlung ausgesprochen, aber inzwischen verworfen waren. Ich weiß nicht, ob Romanes im Grunde genommen wirklich von der Spekulation und der Schlussfolgerung seiner Erstlingsarbeit befriedigt blieb, jedenfalls sah er sich bald nach der Veröffentlichung jener Abhandlung veranlasst, die dort zugegebene Grundlage des Theismus zu verwerfen. Er wandte sich nämlich rasch und entschieden zu einem skeptischen Standpunkt, auf dem er das Dasein Gottes überhaupt bezweifelte. Die genannte Abhandlung wurde im Jahre 1874 veröffentlicht. Schon 1876 wenigstens hatte er ein anonymes Werk mit einem gänzlich skeptischen Schluss geschrieben. Der Titel desselben lautete »Eine unbefangene Prüfung des Theismus« von Physicus. Da die Notizen mit direkter Bezugnahme auf dieses Werk geschrieben wurden, so scheint mir eine nähere Erörterung seiner Beweisführung notwendig, und diese finden wir in dem letzten Kapitel des Werkes selbst, wo der Verfasser die Ergebnisse zusammenfasst. Ich gebe daher dieses Kapitel ausführlich wieder.
Unsere Auseinandersetzung ist nun zu Ende und wenige Worte werden genügen, um einen kurzen Überblick über die zahlreichen Tatsachen und Schlüsse zu gewinnen, die in Betrachtung für unseren Zweck nötig war. Wir sprachen zuerst von der offenbar törichten Annahme, dass der Anfang aller Dinge oder das Geheimnis des Daseins, das heißt die Tatsache, dass überhaupt irgendetwas existiert, durch die Theorie des Theismus irgendwie besser als durch die Theorie des Atheismus erklärt würde. Dann wurde gezeigt, dass das Argument "unser Herz fordert einen Gott" deshalb hinfällig ist, weil wir sahen, dass solch eine subjektive Notwendigkeit, selbst wenn sie bewiesen wäre, doch nicht hinreichte, um objektiv die Existenz Gottes zu beweisen oder auch nur wahrscheinlich zu machen. In Bezug auf das weitere Argument, dass die Tatsache unseres theistischen Verlangens nach Gott auf Gott selbst als auf ihre erklärende Ursache hinweise, mussten wir bemerken, dass dasselbe nur dann zulässig sein könnte, wenn die Möglichkeit der Wirkung natürlicher Ursachen eben bei dem Entstehen unseres Verlangens nach Gott abgeschlossen wäre. In ähnlicher Weise wurde gefunden, dass das Argument von der mutmaßlichen, unmittelbar erkannten Notwendigkeit des Gedankens eines einzelnen Individuums, das heißt die Behauptung, dass die Menschen sich nicht von der Überzeugung befreien können, dass Gott existiert, unhaltbar ist. Erstens, weil diese mutmaßliche Notwendigkeit nur für jenen Einzelnen besteht, und zweitens, weil es tatsächlich höchst unwahrscheinlich ist, dass diese mutmaßliche Notwendigkeit eine wirkliche ist, selbst auch nur für den, der sie behauptet, während sie dies für die große Mehrheit des Menschengeschlechts ganz sicherlich nicht ist. Da das Argument von der allgemeinen Übereinstimmung der Menschheit den Tatsachen gegenüber ganz augenscheinlich ein trügerisches ist, so wurde dieses ohne weitere Besprechung übergangen. Das Argument ferner, die Welt müsse eine erste Ursache haben, enthält einen logischen Selbstmord. Das letzte Argument lautete, da der menschliche Wille die Kausalität der Natur beeinflusst, so ist wahrscheinlich alle Kausalität ihrem Wesen nach der Ausfluss eines Willens. Dieses Argument besteht, wie gezeigt wurde, aus einer Reihe so ungeheuerlicher Schlüsse, dass es wertlos ist. Zweiter bezüglich der weniger oberflächlichen Argumente zugunsten des Theismus zeigte sich zuerst, dass der Vernunftschluss, alle bekannten Geister stammen von einem unbekannten Geist ab, unser Geist ist ein bekannter Geist. Daher stammt auch er von einem unbekannten Geist ab, aus zwei Gründen unzulässig ist. Erstens ist es keine Erklärung des Geistes, wenn man ihn auf einen früheren Geist als seinen Ursprung zurückführt, und wenn diese Hypothese, falls zulässig, nun auch eine Erklärung für einen bekannten Geist ergeben würde, so ist sie doch als Beweis für die Existenz eines unbekannten Geistes, dessen Annahme doch ihre Grundlage bildet, ganz nutzlos. Und ferner, wenn man sagt, dass der Geist derartig ein Wesen eigener Art ist, dass er entweder aus sich selbst existiert oder aber einen anderen Geist als Ursache haben muss, so gibt es auch für diese Behauptung keinen wirklich zureichenden Grund. Das ist der zweite Einwand gegen den obigen Vernunftschluss, denn nichts in dem ganzen Gebiet des Möglichen könnte unseres Wissens imstande sein, eine selbstbewusste Intelligenz zu erzeugen. Deshalb braucht sich ein Gegner des obigen Vernunftschlusses überhaupt keine Theorie von dem ersten Ursprung aller Dinge zu bilden, aber gerade gegenüber zu der klaren und bestimmten Lehre des Materialismus ist der obige Vernunftschluss nicht besonders beweiskräftig. Wohl wissen wir, dass das, was wir Kraft und Stoff nennen, allem Anschein nach ewig ist, wir haben aber hingegen keinen entsprechenden, ebenso sicheren Beweis dafür, dass ein Geist ewig wäre. Ferner ist der Geist, soweit die Erfahrung reicht, stets mit hochdifferenzierten Kombinationen von Stoff und Kraft verbunden, und viele Tatsachen beweisen den Schluss, keine einzige aber widerspricht ihm, dass der Grad der Intelligenz stets von einem entsprechenden Grad der Gehirnentwicklung abhängt oder doch wenigstens mit ihm verbunden ist. Danach besteht sowohl qualitativ als auch quantitativ eine Beziehung zwischen Intelligenz und Gehirnorganisation. Wenn man dann aber einwirft, dass Materie und Bewegung kein Bewusstsein hervorbringen konnten, weil dies unfassbar ist, so haben wir gesehen, dass dies nichts entscheidet. Es handelt sich hier ja um etwas zugegebenermaßen Transzendentales, auch steht es fest, dass das Wesen des Geistes unerkennbar sein muss, und es ist doch wohl von vornherein wahrscheinlich, dass die Ursache dieses unerfassbaren Wesens viel schwieriger zu erkennen sein wird als der Inhalt jeder anderen Hypothese, die für den Verstand fassbarer ist. Wenn man auch sagt,
dass die begreiflichere Ursache auch die wahrscheinlichere ist, so haben wir gesehen, dass man in unserem Fall unmöglich die Gültigkeit dieses Ausspruchs anerkennen kann. Die Behauptung endlich, dass die Ursache aktuell schon alles enthalten muss, was ihre Wirkungen enthalten können, ist logisch unzulässig und wird durch tägliche Erfahrung widerlegt, während das Argument von der vermeintlichen Willensfreiheit und der Tatsache des moralischen Sinnes sowohl deduktiv durch die Entwicklungslehre als auch induktiv durch die Lehre des Utilitarismus zurückgewiesen wird. Die Lehre vom freien Willen ist in der Zeit durchaus unhaltbar und der Beweis dafür, dass der moralische Sinn das Ergebnis einer völlig natürlichen Entwicklung ist, überwältigend, und diese Erkenntnis, zu welcher wir aus allgemeinen Gründen gelangten, wird auch mit unwiderstehlicher Gewalt durch die Darstellung des menschlichen Gewissens bestätigt, welche die Theorie des Utilitarismus liefert, und diese gründet sich auf die breitesten und auf ausnahmslos gültige Induktionen. Kurz, wir müssen in Bezug auf das Argument vom Dasein des menschlichen Geistes sagen, dass ihm jeder nachweisbare Wert fehlt. Man ist nicht berechtigt, den Schluss zu ziehen, dass unser Geist durch einen anderen Geist hervorgebracht worden ist. Mit gleichem Recht könnte geschlossen werden, er sei durch irgendetwas anderes sonst verursacht. Dritter, in Bezug auf das Argument vom Zweck ist zu bemerken, dass Mills Auseinandersetzung desselben in seiner Abhandlung über den Theismus nur eine Wiederholung desselben Arguments ist, das schon Paley, Bell und Chalmers aufstellten. Wir sahen, dass der erstgenannte Schriftsteller den ganzen Gegenstand mit einer Schwäche und Ungenauigkeit behandelte, welche bei ihm sehr überrascht, denn während er gar kein Gewicht auf den induktiven Beweis der organischen Entwicklungslehre legt, nimmt er andererseits anstandslos eine übernatürliche Erklärung der biologischen Erscheinungen an und ist überdies merkwürdigerweise in der Auseinandersetzung des Zweckarguments selbst fehlgegangen, indem er ebenso wenig wie alle früheren Schriftsteller beachtete, dass wir ganz unmöglich die Beziehungen zwischen dem Zwecksetzer und dem Bezweckten wissen, noch viel weniger können wir von der Behauptung ausgehen, dass der höchste Geist, seine Existenz einmal angenommen, die Welt durch irgendeine besondere Denkoperation hervorgebracht hat. Alle Anwälte des Zweckarguments haben nicht bemerkt, dass wir, selbst wenn wir von dem Dasein der Natur auf einen schöpferischen Geist schließen, doch mit keinem Schatten eines Rechts folgern dürfen, dass dieser Geist seine schöpferische Kraft nur durch irgendeine Denkoperation habe ausüben können. Wie töricht muss es daher sein, die vermeintliche Gewissheit solcher Denkoperation zu einem Beweise für das Dasein eines Schöpfergeistes selbst zu erweitern. Wenn aber ein Ziehist erwidert, es sei von geringer Bedeutung, ob wir die Art und Weise, wie die Schöpfung vor sich ging, erraten können, wenn nur die Tatsachen bezeugen, dass die Naturerscheinungen aus irgendeiner höchsten Intelligenz als letzter Ursache herzuleiten sind, dann bin ich der Erste, der dem zustimmt. Es ist mir von jeher eine der unbegreiflichsten Tatsachen in der Geschichte der Spekulation gewesen, dass so viele maßgebende Gelehrten den Zweck als einen Beweis für den Theismus ansehen, wissen sie doch alle sehr wohl, dass sie keine Mittel haben, das Wesen des höchsten Geistes zu erkennen, dessen Dasein das Argument erweisen soll. In Wahrheit kann und darf sich das Argument vom Zweck nur einzig und allein auf die der Beobachtung zugänglichen Tatsachen der Natur stützen, es darf aber nicht auf die geistigen Prozesse, durch welche diese Tatsachen vermutlich zu erklären sind, Bezug nehmen. Bei dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnis müssen wir dann aber anstelle des Zweckarguments in seiner groben, von Paley herrührenden Form das Argument von der allgegenwärtigen Wirkung des Naturgesetzes setzen. Vierter, das Zweckargument sagt, es muss einen Gott geben, weil der Bau eines organisierten Gebildes einen geistigen Prozess voraussetzt. Das aus der allgegenwärtigen Wirkung der Naturgesetze gefolgerte Argument besagt, es muss einen Gott geben, weil der Bau eines organisierten Gebildes schließlich auf eine Intelligenz zurückzuführen ist. Jedes organische Gebilde zeigt nämlich mehr oder weniger verwickelt das Prinzip der Ordnung. Jedes Ding ist ferner mit allen anderen Dingen zu einer allgemeinen Naturordnung verbunden. Wegen dieser Allgemeinheit der Ordnung ist es unvernünftig, die Zufallshypothese auf das Weltall anzuwenden. Wir mögen von einer höchsten Ursache denken, was wir wollen, die Tatsache bleibt bestehen, dass aus ihr ununterbrochen ein unmittelbarer Einfluss ausgeht und zwar so verblüffend, großartig und exakt, wie es nur unserer höchsten Vorstellung von der Gottheit würdig ist. Dieses Argument haben wir mit den Worten von Professor Baden-Powell folgendermaßen erläutert: Was Vernunft und Denken erfordert, um verstanden zu werden,
muss selbst Vernunft und Denken sein. Was nur der Geist erforschen oder ausdrücken kann, muss selbst Geist sein. Und wenn der höchste Begriff, den man von einem zu erforschenden Geist oder einer zu erforschenden Vernunft erlangt, nur unvollkommen ist, dann sind beide größer als der Geist und die Vernunft dessen, der sie erforscht. Wenn mit der gründlichen Erforschung der dadurch offenbarte notwendige Zusammenhang der Dinge umso ausgedehnter und komplizierter wird, dann wird auch die Größe und der Umfang der Vernunft, die sich derartig doch immer nur teilweise offenbart, umso augenscheinlicher. Auch wird es dann sicherer, dass sie wirklich in der unwandelbar verbundenen Ordnung der Dinge unabhängig von dem Geist des Forschers existiert. Dieses aus einem universellen Kosmos gefolgerte Argument hat den Vorteil, dass es durchaus unabhängig von der Art und Weise ist, wie die Dinge das wurden, was sie jetzt sind. Es wird also von der Annahme einer Entwicklung nicht berührt. Bis vor kurzem schien es daher tatsächlich auch unantastbar zu sein.